hier sind wieder Shiva und Jonathan, alias die Matrixer. Das heutige Video dreht sich rund um eure Fragen zu unserem letzten Video, die Lichtfalle in der Matrix. Viele hatten sehr viele Fragen und es gab auch sehr viele Reaktionen, viele, sagen wir, Missverständnisse oder was nicht ganz verstanden wurde. Klar, wenn man das gesehen und erlebt hat praktisch, ist es für uns klarer, aber für euch war es nicht klar und deswegen haben wir uns gedacht, wir beantworten euch all die Fragen. Und aus dem Grund sind wir heute wieder da, um eure Fragen zu beantworten. Es sind interessanterweise durch die vielen Reaktionen auch viele Fragen zusammengekommen. Wir haben, glaube ich, um die 40 Fragen gesammelt von aufmerksamen und sympathischen Zuschauern. Und da dachten wir, wir treffen uns heute mal im Schloss Fernsteinsee. Da sitzen wir jetzt gerade drin und zwar ist das eine Suite, die eben Kaiser Josef I. manchmal gebucht hat, um da eine Weile zu leben und am See spazieren zu gehen. Und das Interessante an dem Zimmer ist, dass alles noch ziemlich auf alt gemacht ist und Kontakt mit dem Geist hatten wir auch schon hier in der ersten Nacht. Und wir müssen euch unbedingt später mal die Decke zeigen, denn die Decke ist auf künstlerische Art und Weise eben bestückt worden und ein richtiger Augenschmaus, in dem man sich wirklich verlieren kann. Und das könnt ihr euch nachher mal anschauen, das blenden wir zwischendurch mal ein. Aber wir haben uns ja dazu getroffen, dass Shiva und ich eben eure 40 Fragen beantworten. Natürlich 40 Fragen an einem Stück. Wird wohl nicht so ganz möglich sein, aber wir geben uns Mühe, heute mal die Hälfte zu schaffen. Ja, ganz genau. Also es kann sein, dass noch ein zweiter Teil oder auch ein dritter Teil kommt. Mal sehen, wie wir das so hinkriegen. Ne? Wir machen das natürlich wie immer on the fly. Das heißt, wir haben kein Skript. Wir machen das ganz spontan. Darum wirkt es vielleicht bei uns beiden manchmal ein bisschen holprig, ne? Weil wir eben hier kein Teleprompter oder irgendwelche Zettel aufgestellt haben, von denen wir mal ablesen können. Wir machen das immer ganz spontan aus dem Stegreif und deshalb kann es mal sein, dass wir da so ein bisschen hängen oder vielleicht uns mal ins Wort fallen. Wir haben gefragt, warum wir denn das Wort Lichtfalle benutzen, da das ja doch sehr wertend klingt. Aber das darf man so ja gar nicht betrachten. Das Wort Nacht zum Beispiel, wenn man es einfach sagt, ist es ja auch nur ein Wort. Es ist unbewertet ein Wort. Es ist zwar ein polares Wort, Tag, Nacht, aber es hat keine dualistische Aufladung wie gut oder schlecht. Erst wenn man sagt, oh, die Nacht kommt, dann ist es bewertet. Oder wenn man sagt, Baby, die Nacht kommt. Aha. So lädt es sich mit einer Emotion auf und die Emotion ist ein Teil des Matrix-Systems. Deswegen darf man das einfach auch gar nicht wertend sehen. Lichtfalle, wir wollten euch natürlich ein bisschen damit triggern. Wir wollten euch dabei helfen zu sehen, wie es wirklich ist. Wir möchten, dass die Menschen aufwachen. Wir wurden jahrelang von den Medien manipuliert, jahrtausende lang von der Kirche manipuliert. Geht ins Licht und so weiter. Und darum verwenden wir das Wort Lichtfalle, damit ihr inspiriert werdet, vielleicht doch mal zu schauen, könnte was dran sein. Am Ende müsst ihr natürlich nicht uns glauben oder irgendwem auf dieser Welt. Am Ende sollt ihr nur auf einen hören, und zwar auf euch selbst. Ihr könnt nur euch vertrauen, euren eigenen Gefühlen, eurer Intuition. Was wir sagen, das haben wir praktisch erlebt. Es gibt einige Lehrer, die das auch erwähnen, wie Castaneda oder Ramter. Das ist natürlich alles nur Theorie. Wir haben genau das, was wir euch erzählen, praktisch erlebt und erfahren, in Zuständen oder auch Nahtoderlebnissen. Und deswegen, wir wollen euch hier keine Märchen erzählen. Wir erzählen euch die Theorie, wir haben es praktisch erlebt, aber das, was ihr tun müsst, ist genau das eben auch erleben. Ihr müsst in diese Zustände gehen, euch selbst vertrauen und dann könnt ihr sehen, wie es tatsächlich ist. Folgt eurem höheren Selbst, also eurer Intuition.
Wenn man mal näher darüber nachdenkt, hat das ja auch eine gewisse Logik. Ne? Wenn man sich jetzt mal vorstellt, nach dem Tod, erstmal kommt diese Negativerfahrung des Todes, dieser Schrecken, vielleicht durch einen Unfall oder durch Krankheit oder durch Mord oder sonst was. Und dann kommt man von diesem Schrecken und der Angst plötzlich auf so ein Licht zugeflogen, das wunderschön ausstrahlt und dergleichen und das Gefühl vermittelt von Liebe und ich bin Gott oder das Gefühl von Gott vermittelt, dass man Gott persönlich gegenübersteht. Engel, die vielleicht auftauchen, da merkt man ja schon die Polarität. Engel, da haben wir ja schon Engel, Teufel, Dämonen, Engel oder dergleichen oder Lichtwesen und Dunkelwesen. Da merkt man ja schon, dass wir es hier mit einem polarisierten bzw. dualistischen System zu tun haben, oder? Ganz genau. Und erst die Bewertung lädt es eben auf. Die Dualität lädt die Polarität auf. Und was ich noch zu den Lichtwesen sagen möchte, weil immer alle denken, oh, die Lichtwesen sind gut und die dunklen Wesen und Dämonen, das sind die Bösen, die ernähren sich von unseren Energien. Nein, nein, das kann man so gar nicht sagen. Auch die Lichtwesen ernähren sich von uns. Ich meine, wovon ernähren sich Lichtwesen? Hochschwingende Wesen, natürlich von hochschwingender Energie, von Lichtenergie, von Seelenenergie praktisch. Das ist jetzt auch nicht als negativ zu bewerten. Wir essen auch, ganz normal. Und auch die ernähren sich. Es gibt natürlich auch Systeme, die die Energie klauen. Und das wird noch ein anderes Video von uns werden. Aber man darf es eben nicht bewerten. Zum Beispiel die indischen Götter. Das sind hohe Lichtwesen und die ernähren sich von hochschwingender Energie. Die ganzen Gurus, die ihr seht und mit ihren tausenden Anhängern, die versammeln sich extra. Die Anhänger wissen das natürlich nicht, aber die Lichtwesen, die sammeln sich die ganze Energie von den ganzen Anhängern, die produzieren Massen an Energie und die saugen sich das dann. Das ist deren Form von Ernährung. Das ist weder gut noch schlecht, das ist eben. Und klar, die Götter, die hohen Lichtwesen, geben den Menschen auch was dafür. Es ist zwar nur so ein Tropfen im Vergleich zu dem, was sie an Energie bekommen, aber es ist schon irgendwo ein Ausgleich da. Und es gibt natürlich niedrig schwingende Wesen, Dämonen, Geister, und die ernähren sich eben von anderer Form. Dämonen von Wut, Emotionen wie Angst und Schrecken oder was es eben sonst noch gibt. Also ja, das nur so viel dazu. Es ist nicht immer Licht ist gut, Dunkel ist böse. Wichtig ist, was jeder Einzelne von euch daraus macht und wie seine Entscheidung ist. Ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, die wollen unbedingt wieder ins Licht, weil sie ja wissen, dass ihre verstorbenen Geliebten in diesem Licht sind und wollen die nicht zurücklassen. Also all diese Motivationen können natürlich über so eine Entscheidung schon Einfluss nehmen. Und aus dem Grund muss jeder selber wissen, was er nach dem Tod macht. Wir, die Matrixer, konzentrieren uns aber hauptsächlich auf diejenigen, die versuchen, das ganze Spiel des Dualismus und der Illusionen und Realität und Nichtrealität und so weiter zu durchschauen und vielleicht alternative Wege zu finden, um die Matrix zu verlassen. Ich würde sagen, dann fangen wir mal mit den Fragen an, oder? Ja, gerne. Okay, dann mal die erste Frage, die wir bekamen, war, wie genau schlüpft man am Licht vorbei? Also als allererstes wäre da wichtig, keine Anbindung mehr an das irdische Leben zu haben. Solange du an irgendetwas, was auf der Erde passiert oder ist, hängst, kannst du hier nicht raus. Sei es dein Kind oder deine Eltern. Wenn du hier jemanden nicht zurücklassen kannst, dann kannst du nicht rausgehen. Oder, ich meine, was wäre noch ein gutes Beispiel? Anbindung eben an irgendetwas. Ja, natürlich. Also wenn man auf das Licht zufliegt, ist ja auch wichtig, welche Absicht hat man, während man sich auf das Licht zubewegt. Was will man dann? Wenn man sich natürlich irgendwie denkt, ich kann mein Kind nicht zurücklassen. Dieser typische Fall, den hat man ja auch in der wunderbaren und tollen Serie Westworld gesehen, in der eben eine der Gefangenen in dem Freizeitpark
im Western-Stil es geschafft hatte, den Park zu verlassen, aber doch wieder zurückging, weil sie sich eben an ihr Kind erinnerte und wollte das Kind unbedingt wieder mitnehmen. Was einem bewusst sein muss, niemand ist wirklich jemandes Kind. Wir sind alle gleich alte Seelen. Wir lassen eigentlich niemanden wirklich zurück. Und wenn, dann war es schon vorher abgesprochen auf höherer Ebene. Also eigentlich muss man nicht Angst davor haben, jemanden zurückzulassen. Aber es ist eben ein Grund, warum man hier bleibt. Ein zweiter wäre natürlich, sich verlocken lassen von den Vorzügen der Matrix. Ja. Und sei es nur Kamelreiten. Ja, Oder Eis essen. Oder Eis essen. Oder eben viele verschiedene Möglichkeiten bietet ja die Matrix. Tausende, Millionen von Möglichkeiten, die man da hat. Und jeder kommt ja auch mit seinen Wünschen in die Matrix. Ich möchte gern das mal erleben, ich möchte gern das mal erleben. Also die Palette ist da riesig. Ja. Nur das Problem ist halt, je häufiger oder je mehr Angebot an der Möglichkeit von Erfahrungen vorhanden sind, desto mehr Auswahl man hat, umso höher ist eben auch der Wunsch danach, wieder zurückzukommen. Und man sieht das ja an der Überbevölkerung. Die da oben machen verdammt viel Werbung, um hier auf der Erde sein zu dürfen. Und ja. Und man sieht ja, es kommen immer mehr hin. Also die häufen sich schon. Ne? Es ist ja auch eine schöne Erfahrung, auf der Erde zu sein, zu erleben, etwas berühren zu können, die Dinge testen zu können und spielen zu können. Es ist ein großes Abenteuer, so ist es nicht. Nur wenn man da hochgeht, muss man sich bewusst sein, was will ich? Ich weiß, das ist eine Falle. Sie bringt mich in den Reinkarnationszyklus. Will ich das? Will ich das nicht? Wenn man das nicht will, muss man ganz fest, man muss einen sehr starken, ganz klaren Willen haben, nein, ich gehe nicht ins Licht und geht vorbei. So habe ich es zumindest gemacht damals. Ein weiterer wichtiger Punkt, um am Licht vorbeischlüpfen zu können, ist natürlich, dass ihr euch vorher an euer wahres Selbst erinnert habt, dass ihr alle eure Seelenanteile eingesammelt habt. Und die können tatsächlich multidimensional verstreut und gefangen worden sein. Auf jeder Ebene, Astralebene, Mentalebene, darüber hinaus oder auf der Erde. Also Seelenanteile wieder einsammeln bedeutet, dass eben durch die vielen Leben, die man gelebt hat, man hat vielleicht 100, 200, 300, 500, 1000 Leben gelebt, dass die natürlich in bestimmten Realitäten dann stecken geblieben sind. Ne, als Beispiel, du hattest vielleicht ein Leben als Muslime oder als Christ, als richtiger, strenger katholischer Christ oder als Zeugen Jehova oder was auch immer, irgendwas Religiöses vielleicht. Und nach dem Tod begibt sich dann dieser Anteil auch in eine Art Realitätsabschnitt, in dem eben diese Religion gelebt wird. Und dort hängt er dann drin. Das ist sozusagen ja, also ich nenne die immer so in Anführungsstrichen Himmel und Höllen. Und dort in solch einem Himmel könnten die dann sein und dort sind die dann eben gefangen. Und da ist es dann wichtig, die wieder rauszuholen, um eben letzten Endes seine Ganzheit wieder zu erlangen. Oder wie siehst du das, Shiva? Ganz genau. Es gibt zum Beispiel die an die Erlösung Jesu Christi glauben und die sind auf einer Ebene, auf einer Astralebene gefangen. Die liegen da seit 1000 Jahren im Schlaf und wachen nicht auf. Erst wenn tatsächlich das Abbild von Jesus vor ihnen erscheint, das sie kennen. Das heißt, viele Geisthelfer und andere Wesen sind dabei, sich immer in genau das Abbild zu verwandeln und zu demjenigen zu gehen, so wie er es eben gesehen hat, so wie er glaubt, dass Jesus aussieht, um den dann zu erwecken und zu erlösen. Und das ist eben auch ein Anteil, der ist da gefangen und schläft. Er schläft einen ewigen Schlaf. Und wenn Jesus nicht vorbeikommt, so wie er ihn kennt, wird er da weiter schlafen. Ja, das ist so ähnlich wie mit Dornröschen, oder? Nur der richtige Prinz kann Dornröschen wecken. Und so ist es auch in der Religion. Da wartet man dann vielleicht auf Jesus, der einen befreit aus dieser Notsituation. Oder andere, oder ein Engel, oder
sonst was. Da muss man eben schauen, was kann den Seelenanteil befreien und wie kann man ihn wieder zurückholen, damit er wieder sozusagen zurück in seine Ganzheit kommt. Genau. Und um die Anteile zurückzuholen, musste man sie sich auf der einen Seite entweder bewusst machen oder es gibt natürlich auch Geistheiler und Geisthelfer, die einem dabei eben helfen, diese Anteile zu befreien und zurückzuholen. Wir kennen da ein paar ganz gute, die wir euch auch weiterempfehlen können. Genau. Aber Man kann es aber auch selbstständig machen, indem man eben ein sehr guter Träumer wird. Das heißt, die Kunst des luziden Träumens zum Beispiel zu erreichen oder die Kunst des Astralreisens, um sich eben selbst auf die Suche nach diesen Anteilen zu begeben und sie zu befreien. Das ist natürlich dann die Do-it-yourself-Variante. genau. Ihr könnt zum Beispiel auch mit euren Seelenanteilen reden, wenn ihr euch über einen bewusst seid, der sich irgendwo versteckt hat, weil er vor irgendwas so doll Angst hatte. Dann geht ihr einfach zu ihm hin und redet mit ihm, erklärt ihm die Situation, sagt, dass alles in Ordnung ist und dass alles richtig so ist und alles seinen Sinn hat. Und so könnt ihr den auch befreien. Nur so als Beispiel. Ja, was ist die nächste Frage, Shiva? Genau, unsere nächste Frage. Ist da immer ein Tunnel und welches Gefühl ist da, wenn man am Licht vorbei will oder kann? Also zunächst einmal, ich habe in meinen beiden Erfahrungen keinen Tunnel gesehen. Ich habe nur einen Tunnel, also es kennt ja jeder, der Tunnel und am Ende des Tunnels ist ein Licht. Ich stand direkt vor dem Licht, aber da war ein Tunnel und zwar führte der allerdings in die Schwärze. Und das Gefühl, das da war, um eben durch den Tunnel zu gehen und nicht ins Licht, war Wille. Wille und die absolute Gewissheit, das ist die Reinkarnationsfalle. Ich will hier raus, ich will hier weg, ich gehe daran vorbei. Es ist einfach Wille gewesen. Ja, also es hängt also doch schon im Vorfeld von der Absicht ab. Also den Grund oder das, was man eigentlich im Inneren des Herzens will oder was man eben sich wünscht, würde ich eher sagen. Denn der Wunsch öffnet dann natürlich auch die Richtung, in welchen Tunnel man gern möchte. Das kennt man ja auch vielleicht einige unter euch bei dem Astralreisen, außerkörperlichen Erfahrungen, dass man da sich auch wünschen kann, eben jemanden zu besuchen, indem man sich die Person vorstellt. Und je mehr man sich das wünscht, desto besser funktioniert das auch. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, mit den Tunneln wird es genauso sein, dass man sich also vorstellt, was man eigentlich möchte, was man sich wünscht, woran man noch hängt oder verhaftet ist und dann öffnet sich auch der entsprechende Tunnel. Viele haben uns auch gefragt, warum, wenn man astral reist, ist kein Tunnel da? Warum ist denn da kein Licht und kein Tunnel, wenn man auf eben den Körper verlässt und astral reist? Aber wenn man stirbt, schon. Also bei einer Astralreise bzw. einer außerkörperlichen Erfahrung kommt man normalerweise nicht zu so einem Lichttunnel, vor allen Dingen nicht als Anfänger. Das taucht eben erst später auf. Dadurch, dass man von seinem Astralkörper erstmal dann später in einen höher frequentierten Körper wechselt, den sogenannten Mentalkörper. Und von da aus lernt man bestimmte Astralkanäle kennen. Das sind also Kanäle wie so Wurmlöcher, die einen zu bestimmten Astralebenen bringen. Und dort kann man auch bestimmte Tunnel wahrnehmen. Man kann auch Lichttunnel wahrnehmen, durch die Verstorbene gehen. Das kann man sogar auch sehen im Mentalkörper. Und diese Tunnel kann man auch begehen. Nur kann man da nicht wirklich ganz durch, beziehungsweise da man ja noch einen physischen Körper auf der Erde hat, gilt man ja nicht als verstorben. Der Kontakt zum Körper ist ja noch vorhanden, der ist ja nicht gekappt worden. Und aus dem Grund kann man da eigentlich ruhig in so einen Tunnel rein, aber kommt auch wieder raus. Ah, okay. Man kann auch durch den Tunnel dann auf die mittlere Astralebene gehen und da die ganzen Verstorbenen besuchen, die eben bereits durch den Lichttunnel gegangen sind. Mit denen kann man auch reden und sprechen und die warten da alle auf ihre Reinkarnation.
Da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Was passiert, wenn man nicht ins Licht geht? Es gibt eben zwei Möglichkeiten. Entweder man entscheidet sich eben in die Schwärze zu gehen, das heißt am Licht vorbei, mit festem Willen, oder man geht eben auf die Zwischenebene, oder besser gesagt, man bleibt auf der Zwischenebene, dem sogenannten Geistergürtel, und kann da wirklich viel Zeit verbringen. Da landen eigentlich alle Verstorbenen erst einmal, zumindest die meisten landen dort. Und von dem Zwischenbereich aus, da kann man sich natürlich länger aufhalten, wenn man möchte. Das bleibt jedem selbst überlassen. Dort kann man sich Jahre, Jahrzehnte oder sogar 100 Jahre aufhalten. Da habe ich ja mal eine Geschichte in meinem Buch dazu geschrieben. Da bin ich ja 3 Soldaten begegnet, die hatten immer noch die Uniform vom Ersten Weltkrieg an. Also da kann man sich vorstellen, wie lange die schon in der Zwischenebene, in der Twilight Zone herumgelaufen sind. Und ja, also von der Zwischenebene aus kann man eben dann ins Licht gehen oder eben versuchen, die Matrix zu verlassen.